Hallo. Im Zusammenhang mit Spanien hören wir oft den Begriff das Beckham Law. Bisher hat aber das Beckham Law nicht für Freiberufler gegolten und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen mit Sebastian unterhalten, denn ich glaube, wir haben eine Lösung gefunden, wie es auch für Freiberufler angewendet werden kann. Sebastian, führ uns doch als erstes mal in das Thema ein. Was ist denn das Beckham Law? Genau, du hast völlig recht. Also das Beckham Law ist letztlich ein steuerlicher Sonderstatus in Spanien, welches es erlaubt, dort 5 bis 6 Jahre steuerfrei zu leben, wobei mit steuerfrei ausländische Einkünfte gemeint sind. Das Beckham Law ist geknüpft letztlich an eine Beschäftigung in Spanien. Ja, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel als Fußballspieler, daher ja der Name, hier angestellt ist bei einem Fußballclub, dann verdient man entsprechend dort sein Gehalt, versteuert es in Spanien, aber alles, was im Ausland ist, ist dann steuerfrei. Nun, ganz wichtig, Künstler und Fußballer können heute das Beckham Law gar nicht mehr verwenden, aber der Normalsterbliche kann es. Ja. Das heißt zum Beispiel, du jetzt als Angestellter bei einer spanischen Firma hier nach Spanien kommst und dann noch im Ausland irgendwelche Kapitalerträge hast, Krypto oder weiß ich was, dann sind die steuerfrei. Und sehr interessant natürlich ist das Ganze für Unternehmer. Das heißt, der Unternehmer kann im Grunde sagen, ich gründe mir eine Firma zum Beispiel in Malta, da zahle ich 5% Steuern. Dann lasse ich mich in Spanien anstellen. Ich kann dann eine eigene Firma für mich gründen seit diesem Jahr oder ein Freund von mir hat eine Firma. Und dann bin ich dort angestellt, habe meine Firma in Spanien und in Malta. Der eigentliche Umsatz wird natürlich in Malta gemacht. In Spanien wird letztlich nur ein kleiner Umsatz gemacht, um mein kleines Gehalt zu bezahlen. Da zahle ich in Malta 5% Steuern, 95% dann in Spanien steuerfrei. Danke, Sebastian. Wie sieht es denn jetzt aber mit Freiberuflern aus? Denn bisher war es für Freiberufler nicht möglich, unter dem Beckham Law in Spanien zu arbeiten. Ist das richtig? Korrekt. Also ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt hier ein deutscher Freiberufler, lasse mich in Spanien nieder, habe in Deutschland meine Kunden und dann letztlich kann ich das Beckham Law nutzen. Das ging so nicht. Aber jetzt hatten wir uns vor kurzem über eine ähnliche Situation in Thailand unterhalten und da kam ein Mandant zu uns und sagte, hey, ich habe eine Lösung gefunden und es hört sich so an, als ob diese Lösung auch für Spanien möglich ist. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Genau, und zwar geht es hier um die Verwendung eines sogenannten Employer of Record. Das heißt, ein Employer of Record ist im Grunde ein Dienstleister, die gibt es in sehr vielen Ländern. Und mit diesem Employer of Record kann ich folgende Lösung darstellen. Der Employer of Record wird häufig verwendet von Auslandsunternehmen, die in einem anderen Land Mitarbeiter einstellen wollen, dort aber keine Firma und sowas gründen möchten. Er stellt also die Leute ein, führt Steuern, Sozialabgaben und so weiter ab. Die Leute sind ordentlich angestellt. Ich habe nicht den Druck, dass ich mich hier letztlich mit einer Unternehmensgründung lokal befassen muss, wenn ich Mitarbeiter in einem bestimmten Land anstellen möchte. Okay. Als Freiberufler kann ich jetzt also Folgendes machen. Ich habe eine Auslandsgesellschaft, zum Beispiel eine amerikanische LLC, die Rechnungen an meine Kunden schreibt. Diese amerikanische LLC beauftragt einen Employer of Record in Spanien, mich anzustellen. Ja. Dann bin ich in Spanien offiziell angestellt, verdiene vielleicht 2.000, 3.000 Euro, zahle da auch die Steuern, die ich in Spanien zahlen muss und die Sozialabgaben. Der Rest fließt aber in meine US-LLC oder was man ansonsten eben für eine Auslandsgesellschaft hat ein und ist damit dann in Spanien, wenn ich das Beckham Law nutze, steuerfrei. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Denn sowas ist natürlich nicht kostenlos. Also grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Kosten bewegen werden bei mehreren 100 Euro im Monat, also durchaus vertretbar, würde ich sagen, wenn man berücksichtigt, welche steuerlichen Vorteile man dadurch hat. Ja, und der administrative Aufwand, wie komplex und wie schwierig ist es, so einen Employer of Record zu finden? Gibt es da Websites, die du empfehlen kannst? Wie sieht es da aus? Also grundsätzlich muss man ja sagen, und das ist deswegen eine sehr gute Frage, dass hier verschiedene Komponenten zu bedenken sind. Ja, so, also der Employer of Record kann mich ja nicht für das Beckham Law registrieren. Ja, das heißt also, wir übernehmen natürlich gerne die Registrierung für das Beckham Law für dich und dann muss man natürlich einen Employer of Record finden,
der dann letztlich hier eine Einstellung nach Beckham Law dann auch unterstützt. Die müssen dir ja dann andere Steuern abziehen, die müssen dir dann spezielle Lohnzettel geben. Ja, die müssen also hier bestimmte, sage ich jetzt mal, Sonderlösungen haben, speziell für Beckham Law Steuerzahler. Wir kennen solche Employers of Records in Spanien, arbeiten mit denen schon länger zusammen. Dort sind etliche Mandanten von uns bereits tätig. Das heißt, wir können dich dabei auf jeden Fall unterstützen. Der Ablauf ist also so, über unsere spanischen Korrespondenzanwälte und Steuerberater findet die Registrierung für das Beckham Law statt, inklusive dann auch der Vertragsausarbeitung zwischen deiner Auslandsgesellschaft und dem Employer of Record, die ja auch Beckham Law kompatibel sein muss. Und dann findet im Grunde hinterher die Anstellung in Spanien durch den Employer of Record statt. Jetzt so meine Bucket Question ganz am Ende. Gibt es in diesem Zusammenhang noch irgendwas, was man bedenken muss? Irgendwelche Risiken, wo du sagst, das ist was, dessen man sich durchaus bewusst sein muss? Irgendwelche Gefahren? Irgendwas, was die Sache noch wirklich erleichtern würde? Irgendwas am Ende, wo du sagen würdest, das müsst ihr vor allen Dingen euch vor Augen halten, bevor ihr die Entscheidung trefft, in Spanien zu arbeiten und diese 2 Möglichkeiten zu benutzen? Genau, also ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass der Freiberufler eine US-LLC oder ähnliche Auslandsfirma sich gründet, welche dann hier die eigentlichen Umsätze macht, die ja dann zum Großteil in Spanien steuerfrei gestellt werden, außer der Teil, der über den Employer of Record als Gehalt dann letztlich an mich fließt. Ja. Grundsätzlich stellt sich hier natürlich dann die Frage, wird dadurch in Spanien nicht eine Betriebsstätte ausgelöst? Ja. Denn ich betreibe diese LLC oder anderweitige Gesellschaft, ich lebe in Spanien, wird dadurch eine Betriebsstätte ausgelöst oder nicht und wie ist dieses ganze Thema zu handeln? Dazu gibt es natürlich Antworten, die haben wir. Das würde ich dir aber in einem Beratungsgespräch erzählen, wie genau diese Sache zu handhaben ist und wie man das organisieren muss. Wenn diese Lösung also für dich interessant ist und du möchtest gerne als Freiberufler in Spanien leben, in Mallorca leben, und den Großteil deines Einkommens steuerfrei generieren, dann buche ein Beratungsgespräch. Link ist hier in den Videobeschreibungen drin. Und dann reden wir über das Beckham Law und wie du dich hier rechtskonform verhalten kannst und trotzdem gigantische Beträge an Steuern sparen kannst. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Wenn ich die Konferenzen live moderiere, dann gibt es jemanden, der hinten steht mit einem großen Schild, was darauf steht, go slow, weil ich immer zu schnell rede. Haben sich dann angeeignet nach einer Zeit. Und meistens kann ich mich dann so ein bisschen bending, aber es ist, ja, das große Schild, go slow. Anyway. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.